Dieses Tutorial ist für alle, die daheim in ihrem Keller werkeln, um möglichst schnell und kostengünstig realistische Felsen zu basteln. Sei es als Geländestücke bzw. Scatter-Terrain oder als wuchtige Felsformation auf einer Spielplatte. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. In den vergangenen Jahren habe ich euch ja schon etliche Möglichkeiten vorgestellt, um Felsen zu basteln. Zum Beispiel aus Hartschaum, Gipsabgüssen und Korkrinde. Mittlerweile nutze ich aber fast nur noch Rindenmulch. Warum und wie einfach das Basteln damit ist, seht ihr in den folgenden Minuten. Rindenmulch bekommt ihr in den Gartenabteilungen größerer Baumärkte bzw. im Gartenfachhandel. Und natürlich auch bei Amazon. Für kleine Projekte braucht ihr übrigens auch nur ein paar Stückchen. Daher fragt einfach mal im Freundes- und Bekanntenkreis, ob nicht gerade jemand Rindenmulch für seinen Garten gekauft und eine Handvoll übrig hat. Rindenmulch muss dann nur noch einige Tage lang getrocknet und abgebürstet werden, schon ist es bastelbereit. Da mit der späteren Bemalung eine Versiegelung erfolgt, muss Rindenmulch meiner Meinung nach nicht weiter vorbehandelt oder gar im Ofen erhitzt werden, um eventuelle Schädlinge abzutöten. Ansonsten braucht ihr für kleine Felsen bzw. Hügel auch noch Bases, zum Beispiel aus Pappe oder wie hier 3 mm dünnem MDF. Solche eckigen Reststücke lassen sich bequem mit einem scharfen Cutter abrunden, um dann die Kanten mit einer Holzraspel flach auslaufen zu lassen. Auf eure Bases werden die Rindenmulchstücke dann ganz einfach mit Heißkleber aufgeklebt. So könnt ihr immer zügig weiterarbeiten und habt solch einen Hügel bereits nach nur rund 2 Minuten fertiggestellt. Legt und klebt die Rindenmulchstücke dabei möglichst dicht an und aufeinander. Und lasst eurer Fantasie dabei freien Lauf, denn Hügel und Felsen können ja die verschiedensten Formen haben. Bei Bedarf könnt ihr einzelne Stücke auch mühelos zersägen, um zum Beispiel senkrecht aufragende Felsen darzustellen. Eventuelle Fäden vom Heißkleber lassen sich anschließend mit einem Feuerzeug ganz einfach wegbrennen. Rührt danach etwas Spachtelmasse mit ein wenig mehr Wasser als nötig an, damit sie eher cremig statt zäh ist. Damit füllt ihr nun die auffälligsten Lücken. Tragt die Spachtelmasse grob auf, um sie dann mit einem angefeuchteten Pinsel zu verteilen und in die gewünschten Vertiefungen zu drücken. Feuchtet den Pinsel dabei immer wieder an, um die Spachtelmasse weich mit der Umgebung zu verblenden und so bereits eine erste dünne Versiegelungsschicht auf die Rindenmulchstücke zu tupfen. Den Überschuss und die Feuchtigkeit vom Wasser nehmt ihr danach mit einem Stück Küchentuch auf, damit danach alles kurz antrocknen kann. Nach 1 bis 2 Stunden kann bereits das Besanden der Base mit zum Beispiel kleinen Steinchen und feinem Sand erfolgen. Tragt wie üblich Holzleim mit einem feuchten Pinsel auf, um zunächst einige Steinchen und dann flächendeckend Sand drüber zu gießen. Danach muss alles erstmal richtig gut durchtrocknen. Anschließend geht's ans Bemalen mit zum Beispiel Schiefergrau, Hellgrau und einem Sandton. Verdünnt das Schiefergrau mit Wasser zu einer Grundfarbe und fügt einen Klecks Holzleim zum Versiegeln hinzu. Das Hellgrau und den Sandton gebt ihr hingegen pur auf eine Palette. Bemalt nun erstmal die Felsen mit dem Schiefergrau. Tupft dann in die nasse Farbe hier und da etwas von dem Hellgrau und vom Sandbraun hinein, um Farbschleier zu erzeugen. Mit schon ein paar Tupfern und etwas Verteilen wirken eure Felsen dann gleich viel interessanter als einfach nur langweilig grau. Sand und Steinchen werden dann mit einem Erdbraun bemalt, in das ihr ganz nach Geschmack noch etwas von dem Sandbraun für weitere Farbschleier hineintupfen könnt. Nach dem Trocknen sehen eure Felsen dann so aus. Nun könnte man sie eigentlich schon trocken bürsten, doch ich möchte euch noch einen kleinen Zwischenschritt mit großer Wirkung zeigen. Und zwar mit einem schwarzen bzw. dunklen Wash. Bemalt damit aber nur die Vertiefung und solche Bereiche, die Risse und Unebenheiten haben. Tupft dann den Überschuss vorsichtig ab, was gleichzeitig ein Verblenden mit den unbemalten Flächen bewirkt. Durch diese neuen Schattierungen wirkt der Hügel nun deutlich plastischer als vorher. Danach wird aber endlich trocken gebürstet. Mischt euch dafür zunächst einen Farbton aus einem Teil Schiefergrau und 2 Teilen Hellgrau an. Bürstet danach mit dem Sandton über die Bodenbereiche und den Sand, den ihr eventuell auf die Felsen gestreut bzw. geklebt habt. Die letzten Highlights bürstet ihr vorsichtig mit dem puren Hellgrau auf. Dazu ein Tipp: Bürstet auf den Rindenmulchstücken immer nur mit ganz wenig Farbe und dafür etwas länger bzw. intensiver, um so die Strukturen optimal herauszuarbeiten.
Natürlich könnt ihr Rindenmulch auch auf Spielplatten verarbeiten, indem ihr es zum Beispiel an senkrechte Flächen und angrenzende Bereiche klebt. Das anschließende Verspachteln und Bemalen ist dann aber ganz genauso wie eben gezeigt. Und zum Abschluss können ein paar Grasbüschel als zusätzliche Deko natürlich auch nie schaden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und Gebirge bauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!